Hallo liebe Aquarellfreunde und herzlich willkommen zu einem neuen Film hier in der Aquarellwerkstatt. Heute geht es um 3 wichtige Fragen, die mir in meinen Workshops und Kursen immer wieder gestellt werden. Wir beginnen gleich mit der ersten Frage. Elisabeth fragt, wie weiß ich, dass das Papier richtig trocken ist? Es geht um den Übergang vom ersten Farbauftrag zum zweiten Farbauftrag. Ich empfehle ja immer, das Blatt ganz durchtrocknen zu lassen. Man kann hierfür das Blatt föhnen. Noch besser ist es aber, eine Pause zu machen und dem Pigment Zeit zu geben, sich in Ruhe auf dem Papierboden abzusetzen. Hier haben wir zum Beispiel ein schlichtes, einfaches Motiv, welches mit 2 Farbaufträgen gemalt wird. Ihr seht also, um eine lockere, gleichmäßige Wasserfläche zu erhalten, male ich einmal komplett über das ganze Blatt. Und Boot und Spiegelung spare ich mir aus für den zweiten Farbauftrag. Und jetzt kommt der Moment, der Elisabeth in ihrer Frage interessiert. Wann ist mein Papier wirklich komplett trocken und nicht nur halb angetrocknet, sodass ich jetzt mit dem zweiten Farbauftrag darüber gehen kann? Wenn ich das Papier an der Luft trocknen lasse und vielleicht eine Pause mache, dann dauert es bestimmt, je nach Formatgröße und auch Raumtemperatur, 1 bis 1,5 Stunden, ehe das Blatt komplett trocken ist. Im Zweifelsfall kann man mit dem Föhn darüber gehen und dann nehme ich den Handrücken und prüfe mit der flachen Hand die Feuchtigkeit des Papiers. Das ist mein Trick, um zu gucken, ob das Papier wirklich richtig trocken ist. Wenn ich das Gefühl habe, das Papier ist noch nicht ganz trocken, sondern noch leicht klamm, hat noch so eine gewisse Restfeuchte, würde ich nicht weiterarbeiten, sondern lieber noch einmal mit dem Föhn darüber gehen. Erst wenn das Papier wirklich ganz trocken ist und ich hier nirgendwo mehr Feuchtigkeit fühlen kann, arbeite ich weiter mit der zweiten Farblasur. Hier kommt Frage Nummer 2. Britta fragt, beim zweiten Farbauftrag verwende ich ja mehr Pigment. Wie kann ich den Übergang dann gut gestalten, ohne dass es zu unschönen Wasserrändern kommt? Dieses Problem tritt ja immer dann auf, wenn ich beim zweiten dunklen Farbauftrag Stellen aus dem ersten Farbauftrag stehen lassen möchte und beide Bereiche miteinander verblenden möchte. Ich zeige euch an dem Beispiel einer einfachen Kugel einmal, welche 2 Möglichkeiten es gibt, dieses Problem in den Griff zu kriegen. Ich habe hier 2 Kugeln im ersten Farbauftrag schon vorbereitet, mit lichter Ocker und etwas intensiviert auf der schattigen Seite mit Sienna gebrannt. Und jetzt möchte ich gern die schattige Seite im zweiten Farbauftrag intensivieren und einiges hier vom ersten Farbauftrag auf der hellen Seite stehen lassen. Ich werde also hier dazwischen ein Verbindungsproblem bekommen. Der kritische Bereich dabei liegt in der Verbindung zwischen beiden Farbaufträgen und jetzt werden wir einmal schauen, welche Möglichkeiten wir haben. Möglichkeit Nummer 1 ist, die gesamte Fläche einmal vorher anzufeuchten. Mit klarem Wasser gehe ich hier über die gesamte Kugel drüber und habe jetzt quasi mir eine Nass-in-Nass-Situation vorbereitet. Ich warte ein wenig, bis die Feuchtigkeit eingezogen ist und kann mir in der Zwischenzeit schon einmal meinen kräftigen Tonwert anmischen und fange hier an der schattigen Seite an, die Farbe einzusetzen. Jetzt gehe ich mit ausgespültem Pinsel und leicht abgetrockneter Pinselspitze noch einmal hier vorsichtig dran und versuche die Farbe ein wenig zu verblenden.
Durch das Wasser gibt es einen schönen weichen Verlauf hin zu der Helligkeit hin und ich habe hier die Dunkelheit und da eben entsprechend meinen ersten Farbauftrag und einen schönen weichen Übergang. Möglichkeit 2 ist das direkte Arbeiten auf trockenem Papier. Auch hier mische ich mir die ganz kräftige Farbe an, die ich jetzt hier einbringen möchte in die Kugel und beginne wieder am linken schattigen Rand. Je weiter ich jetzt hier zum hellen Bereich komme, umso mehr Wasser nehme ich hier in diese Mischung, sorge aber dafür, dass der Pinsel jetzt nicht wahnsinnig nass ist, sondern trockne ihn hier ab und zu an und versuche so die Farbigkeit aufzuhellen, aber nicht mit zu viel Wasser an diesen Bereich zu kommen. Also das wären so meine beiden Vorschläge, wie man einen zweiten Farbauftrag mit dem ersten verblendet. Wir sehen hier ein etwas weicheres Erscheinungsbild mit einem wirklich super gut gelungenen weichen Übergang. Hier haben wir dafür etwas mehr Farbigkeit in der schattigen Seite. Die Farbigkeit verschwindet hier natürlich, wenn ich vorher die Fläche anfeuchte. Hier sehen wir ein bisschen mehr Pinselspuren, aber ich finde, es ist auch eine etwas charakteristische Optik der Kugel, die mir eigentlich auch ganz gut gefällt. Die dritte Frage kommt von Bianca und beschäftigt sich mit einem ganz anderen Thema. Sie fragt, darf ich wissen, woher Sie Ihre Rahmen beziehen? Die Einrahmung ist ja zur Präsentation von Aquarellen ein ganz wichtiges Thema. Um an einem Aquarell jahrelang Freude zu haben, sollte es unbedingt hinter Glas gerahmt werden. Ich mag besonders diese weißen, schlichten Holzrahmen. Das ist ein schlichtes 2 cm Profil. Uno heißt der Rahmen und ich beziehe ihn von der Firma Bösner. Diesen Rahmen habe ich in ganz verschiedenen Größen und er kommt immer mit einem natürlichen Klarglas, also nicht Kunststoff, sondern Glas. Bei der Aufhängung der Holzrahmen muss man häufig noch, also bei dem Uno-Rahmen ist das so, häufig einen Bilderhaken anbringen. Dafür benutze ich diese stabilen Bilderhaken, wenn das Format etwas größer ist und bei kleineren Formaten einfache dreieckige Aufhängehaken. Bei manchen Sujets, gerade auch bei dunkleren Aquarellen, finde ich ein Aluminiumprofil auch ganz schön. Ihr seht auch hier im Hintergrund das Hamburg Aquarell mit einem Aluminiumrahmen der Firma Nielsen. Diese Firma kann ich euch unter dem Film verlinken. Ich finde hier besonders schön auch die Schlichtheit des schmalen Profils. Bei Nielsen ist oft hinten eine Aufhängung schon mit dabei, sodass ich da gar nicht mehr selber in Aktion treten muss. So, das war die Beantwortung der 3 wichtigsten Fragen von euch. Ich freue mich wie immer über Kommentare unter diesem Film. Vielleicht habt ihr noch mehr Fragen zum Thema, die ich gerne sammeln möchte und in einem weiteren Film dann auch beantworten werde. In 14 Tagen gibt es wieder ein schönes Motiv zum Mitmalen. Und jetzt wünsche ich euch eine gute Zeit bis dahin und sage Tschüss, bis zum nächsten Mal.